ihr Lieben, hier ist Jessica. Willkommen zurück zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch die Limidix Buntstifte vorstellen und ich habe diese beiden Sets im Austausch für eine ehrliche Review bekommen. Und das ist mir auch wichtig, dass ich bei solchen Reviews immer meine Meinung wiedergeben kann. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß beim Reinschauen. Fangen wir an. Also die Limidix Buntstifte gibt es in zwei verschiedenen Sets. Einmal hier das Set in dieser Pappschachtel, dann hier das Set in einer festen Box. Und ich fange mal mit der Box an. Kann sein, dass sich das Design mittlerweile etwas geändert hat, weil ich diese Box schon einige Zeit habe und der Hersteller ist gerade dabei, einige Fehler oder Kritikpunkte auszubessern. Also es gibt hier in der großen Box noch einen Farbkreis und ein kleines Mandala-Malbuch. Wie ihr sehen könnt, einige Bilder hier drin fürs erste Üben und Loslegen. Und das Besondere an dem Set ist, dass die Farben, die man am häufigsten benutzt, hier doppelt drin sind. Also weiß, schwarz, blau, grün, gelb, lila, rot sind doppelt drin, einfach weil es im Moment noch keine Ersatzstifte einzeln zu erwerben gibt. Aber auch das kann sich in nächster Zeit ändern. Dann gibt es hier noch ein Radiergummi und einen kleinen Anspitzer und insgesamt sind hier 3 Trays drin mit den unterschiedlichen Farben. Und zu der Pappschachtel, so wie bei den meisten Pappschachteln, liegen die Stifte hier eben lose drin. Sie sind durch so ein Pappstück hier getrennt, sodass man wenigstens die einzelnen Reihen rausziehen kann, ohne dass sich die Stifte halt sehr vermischen. Und man kann so eine einigermaßen Sortierung in dieser Pappbox einhalten. Aber auch hier würde ich empfehlen, die wahrscheinlich lieber zu swatchen und in eine Stiftemappe zu überführen, weil das eben vom Handling her sehr, sehr viel einfacher ist. Hier sind, wie gesagt, 72 Buntstifte drin. Schauen wir uns einmal die Stifte an sich an. Hier habe ich ein wunderschönes Lila. Und die Stifte haben eigentlich nur eine Beschriftung, wo die Marke draufsteht. Es gibt keine Farbbezeichnung oder Farbnummer. Weil ich mit den Stiften einige Tests gemacht habe, war es für mich einfacher, die Farben durchzunummerieren mit einem goldenen Posca-Pen. Hier am Ende, ja, nach dem Trocknen lässt sich das auch nicht mehr abwischen, also sehr praktisch. So kann man eben seine eigene Farbnummerierung hier auftragen und muss nicht nach den Farben suchen. Die Stifte habe ich habe sehr, sehr viele Stifte angespitzt und ich hatte soweit keine Probleme mit Brüchen. Zum Anspitzen habe ich den Tigal Stufenanspitzer benutzt und ich habe die Stifte auf der Stufe 3 angespitzt, ohne irgendwelche Probleme zu haben. Die Stifte sind ölbasiert und haben einen Minendurchmesser von 3,8 mm und laut Hersteller sind die Stifte wohl sehr lichtbeständig, was sich allerdings nicht durch irgendwelche Angaben oder sonstige Tabellen belegen lässt. Und hier etwas zur Farbpalette des 72er Sets. Und wie ihr sehen könnt, sind die Farben eigentlich für ein Set dieser Größe sehr ausgeglichen. Gelb, Orange, Rottöne sind auch 2 sehr schöne dunkle Rottöne dabei. Pink, lila Töne, Blau, Aquamarin, Grün, so Gold, Ockertöne, Brauntöne, Grautöne und Schwarz sind eigentlich alle vertreten. Farbtöne sind immer sehr geschmacksspezifisch, je nachdem, wie man malt, welche Farbpaletten man benutzt und was man so an Farbtöne bevorzugt.
für mich, gerade wenn ich jetzt ein Anfänger wäre, wäre das eine sehr gute Farbpalette, weil ich wirklich ja, rosa, lila, Pinktöne bevorzuge und das habe ich hier alles. Es gibt auch eine schöne Auswahl an Grün- und Blautöne. Ockertöne benutze ich eher selten, aber Brauntöne ist eigentlich auch alles dabei, von einem Rotbraun bis hin zu einem wirklich schön kräftigen Schokobraun. Ja, das zu den Farbtönen. Und nun zur Performance der Stifte. Also ich war schon sehr, sehr positiv überrascht, als ich mit der ersten Farbe angefangen habe. Und zwar ist das in dem Malbuch Daydreams von Hannah Carlson. Und ich habe hier die ersten Blumen auf der Seite mit den Lyra-Buntstiften gemalt, als ich meine Review dazu gemacht habe. Und ich weiß noch, wie sehr ich mich abgequält habe, überhaupt diese Blumen fertigzustellen. Und ich habe ja die lila-blaue Blume rechts sogar abgebrochen, weil ich nicht mehr konnte. Und mit diesen Stiften ging es so schnell und es war so angenehm, sie in dem Malbuch zu benutzen. Sie sind wirklich weich und cremig von der Auftragung. Man muss keinen Druck benutzen, man kann wirklich die Farben schön auftragen, gut ineinander blenden und ich war sehr, sehr positiv überrascht, auch wie kräftig die Farben zum Beispiel neben der rosanen Blume sind, die ich vorhin mit den Lyra-Buntstiften gemalt habe. Also die Lyra-Buntstifte sehen daneben sehr, sehr blass aus, obwohl ich auch da versucht habe, die Farben aufzubauen und irgendwie ja mehr Leben reinzubringen, aber sie haben mich einfach nicht gelassen. Und mit diesen Buntstiften, ja, ging das einfach super leicht von der Hand und ich hatte wirklich keinerlei Probleme. Die Buntstifte an sich würde ich als ja, Hobby-Künstler-Buntstifte einstufen, nicht wirkliche Künstler-Buntstifte wie zum Beispiel die Polychromos, die wirklich für professionelle Künstler gedacht sind, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Aber für uns Hobbykoloristen sind es schon sehr, sehr gute Buntstifte. Ich habe da schon ganz andere Buntstifte getestet, die wirklich kaum Farbe aufs Papier gebracht haben. Aber diese Buntstifte strahlen wirklich mit ihrem Farbauftrag. Egal welche Farbe ich benutzt habe. Ich habe hier bei der ersten Blume Pink, mittleres Pink und Rosatöne benutzt. Dann hier bei dem Blatt eben ein dunkles Grün und ein mittleres Grün. Und dort, wo ich vorher versagt habe mit den Lyra-Buntstiften, habe ich mit den Limedix kein Problem gehabt. Ich habe hier mit einem dunklen Indigo gearbeitet, mit einem lila-blauen Farbton und mit einem lilanen Farbton. Und ja, ich hatte wirklich keinerlei Probleme und habe hier wirklich ganz, ganz leicht aus dem Handgelenk gemalt und bin auch wirklich sehr, sehr schnell fertig geworden. Also ja, Farbauftrag, Farbmischung, querbeet durch die Farbpalette, egal ob pink, grün oder blau, keinerlei Probleme. Wie schon vorher erwähnt, hatte ich auch beim Anspitzen keine Probleme. Mir sind die Stifte nicht abgebrochen. Es kann natürlich immer mal sein, dass man ein Montagsset erwischt, das einmal von Amazon zu viel durch den Lieferwagen geworfen wurde. Aber hier hatte ich wirklich ein gutes Set und bisher hatte ich auch keine Probleme mit Brüchen gehabt. Ich habe halt einiges in den Kommentaren gelesen, dass da viele Probleme mit Brüchen haben, aber ich kann dem jetzt nicht zustimmen und bisher wirklich nur positiv berichten. Zur Lichtbeständigkeit gibt es leider keine Daten. Der Hersteller sagt, dass die Stifte sehr lichtbeständig sind, aber das kann ich nicht mit irgendwelchen Daten belegen oder Messergebnissen oder Einstufungen. Deswegen kann man hier eigentlich nicht sehr viel erwarten, da es ja wirklich Hobby-Buntstifte sind. Aber da die meisten von uns ja Koloristen sind und wir in Malbüchern arbeiten, sollte das eigentlich kein Problem darstellen. Und wenn man seine Werke doch mal aufhängen möchte, gibt es ja auch ja, UV-Sprays, die man eben über sein Bild sprühen kann.
Ich benutze einen von Winsor Newton für sowohl Buntstift als auch Aquarell, also oder Acryl, Multimedia, vielseitig einsetzbar und hatte da bisher keinerlei Probleme gehabt. Also Lichtbeständigkeit betrifft uns jetzt nicht wirklich, aber dennoch interessant zu wissen. Wie ihr gleich sehen werdet, wechsle ich das Buch und zwar zu World of Flowers von Jenna Basford. Und ich habe hier ein sehr, sehr kleines Motiv gewählt, einfach um zu gucken, wie die Stifte denn bei so kleinen Motiven agieren, ob ich wirklich fein im Detail zeichnen oder malen kann oder mir die Mine wegkrümelt. Und auch hier hatte ich wirklich keinerlei Probleme und konnte sehr, sehr detailreich und klein arbeiten, ohne dass ich irgendwie nachspitzen musste. Und ich habe auch hier andere Farben gewählt, verschiedene Grautöne, Grün-Lila Töne und hatte auch hier keine Probleme mit irgendwelchen Brüchen beim Anspitzen oder dass sich die Farben nicht mischen ließen. Also auch hier für mir 100 Punkte und ich war wirklich sehr zufrieden. Laut Hersteller sind die Stifte ja ölbasiert. Für mich haben sie sich mehr wie wachsbasierte Stifte angefühlt, einfach weil sie so schön aufs Papier gleiten und ich die Farben auch super verblenden konnte. Wenn ich ein bisschen mehr gedrückt hatte, hatte ich einen leichten Abrieb, was aber bei weichen Stiften eigentlich vollkommen normal ist. Es war jetzt nicht übermäßig oder irgendwas, was mich gestört hat. Aber ich habe beim Malen gemerkt, dass es ja, zu besseren Resultaten führt, wenn ich wirklich Schicht für Schicht und mit leichter Hand arbeite, als wenn ich, wie es meine schwere Hand bevorzugt, wirklich erstmal sehr viel Farbe aufs Papier gebe, um sie dann halt mit der helleren Farbe auszublenden. Also Schichtarbeit ist wirklich mit diesen Stiften ja besser. Es gibt schönere Ergebnisse und ist eigentlich für ölbasierte Stifte ganz typisch, dass die ja, Schicht für Schicht besser arbeiten, als wenn man da wie mit wachsbasierten Stiften erstmal richtig loslegt. Und mir hat das Malen wirklich Spaß gemacht. Auch bei den Details hatte ich wirklich keine Probleme gehabt und die Farben haben sich sehr, sehr schön mischen lassen. Etwas, was mich gestört hat, war die Farbmarkierung der Stifte. Und zwar sind die Stifte ja in der Farbe ja, getaucht, umhüllt, in der sie halt auch malen sollten. Und das ist hier leider nicht der Fall. Ich musste eher auf die Minen der Buntstifte achten, um zu schauen, nach welchen Farben ich greife. Und was mir hier wirklich sehr geholfen hat, war die Farbtabelle, die ich angelegt habe, um wirklich meine Stifte zu finden. Und oft habe ich auch schon Sets gehabt, die keine Farbnamen oder Farbnummern hatten. Aber dort ist es mir nicht so schwer gefallen, die Stifte zu suchen, die ich brauchte. Und deswegen habe ich mir die Stifte durchnummeriert, damit ich nicht immer wieder einzelne Stifte swatchen muss, bis ich die richtige Farbe in der Hand habe. Und hier würde ich es euch wirklich ans Herz legen. Macht euch eine Farbtabelle. Ich sage es euch bei jedem Set, egal welches Set ich swatche, ob es jetzt die Luminant sind oder die Pablos von Caran d'Ache oder die Polychromos von Faber-Castell, macht euch immer Farbswatches. Es spart euch Zeit und es regt wirklich die Kreativität an, wenn man nach Farbkombinationen sucht, weil man direkt die Farben auf einen Blick sieht und ungefähr einschätzen kann, wie sie miteinander wirken. Und ich habe selten Buntstifte gehabt, wo die Farbmarkierung wirklich exakt übereingestimmt hat mit der tatsächlichen Farbe, die der Stift aufs Papier bringt. Also hier meine wärmste Empfehlung, macht euch eine Farbtabelle, sie wird euch helfen. Zu dem Preis der Stifte. Ich habe unten in der Infobox 2 Links zu diesen Stiften für euch reingestellt und dort könnt ihr draufklicken, um zu sehen, wie die Preise für diese Stifte mittlerweile liegen. Die Preise variieren immer je nach wirtschaftlicher Lage und gerade wenn das Video älter wird, kann es natürlich auch sein, dass die Preise sich ändern. Und ich vermeide mittlerweile Preise in meinen Videos zu nennen, weil ich immer häufiger Kommentare bekomme, wie jetzt eben mittlerweile der Preis liegt und dass ich ja
einiges extrem geändert hat. Und nur weil sich der Preis ändert, ändert sich ja oft auf jeden Fall nicht die Qualität der Stifte. Deswegen bei Interesse klickt einfach unten auf den Link und ihr erfahrt den aktuellen Preis. Und ja, ich bin mittlerweile immer noch im World of Flowers und habe wirklich Spaß beim Blenden dieser Stifte. Ich habe sowohl außerhalb der Kamera, auch hier vor der Kamera die Stifte in unterschiedlichen Büchern getestet, damit ich wirklich das Gefühl auf unterschiedlichen Papiersorten habe. Und ja, ich hatte keinerlei Probleme oder irgendwelche Kritikpunkte. Ich muss sagen, dass man wirklich mit leichter Hand arbeiten sollte und Schicht für Schicht aufbauen. Man kann hier auch doller drücken, um eben die Farben kräftiger zu bekommen und schneller zu verblenden. Habe ich hier auch gemacht, wie man sieht. Aber ich habe auch schnell gemerkt, dass das Papier sehr schnell gesättigt ist, weil die Stifte eben so weich sind. Und das gleiche hat man auch bei den Prismacolor Buntstiften zum Beispiel, die wachsbasiert sind und wo eben das Papier sehr, sehr schnell gesättigt ist, weil diese Wachsschicht die einzelnen Rillen des Papiers sehr schnell auffüllt. Und deswegen werdet ihr auch gleich sehen, wie ich Farbverdünner teste mit diesen Buntstiften, weil auch das oft erfragt wird. Auch der Test mit dem Farbverdünner hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich hatte wirklich keinerlei Probleme, die Pigmente zu lösen. Man muss eben nur darauf achten, dass man genug Schichten auf dem Papier hat. Alles in allem sind die Stifte für mich eine klare Empfehlung und ich hatte Spaß mit ihnen zu arbeiten. Es ging wirklich schnell und ja, für Hobbykünstlerstifte sind es wirklich schöne Stifte, die ein starkes Pigment haben und sich sehr, sehr schön verblenden lassen. Ich hoffe, ich konnte euch mit der Review weiterhelfen. Schaut euch die Stifte auf jeden Fall an und ich wünsche euch viel Spaß beim Malen. Bis dann!